So, jetzt wird gedämmt. Handschuhe anziehen. Ich muss sagen, ich habe ja diese Isover Dämmwolle gekauft. Von wegen im System bleiben und so weiter, weil ich ja eben die Vario Folie genommen habe. Muss aber sagen jetzt, dass die viel juckiger ist, wie zum Beispiel von Knauf die dunkle Wolle hier. Ne? Die habe ich hier für die Streifen genommen und die fasst sich einfach besser an. Da hat man das Gefühl, als ob man eben wirklich Schafwolle verarbeitet. Und die hier ist halt schon ein bisschen juckig. Ich habe hier auch wieder alles vorbereitet. Ne, diese Streifen wieder eingelegt und auch hier wieder alle Nägel rausgezogen. Und hier, wenn hier solche Astlöcher sind, ne, hier oder hier, dann ruhig bin ich mal mit der Stichsäge mal so drüber gegangen, um die glatt zu schneiden, dass die eben nicht an der Folie, die Folie irgendwie kaputt stechen. So, die Rolle, die schneide ich nicht auf, sondern die ziehe ich hier so ein bisschen auf. Weil wenn ich sie aufschneide, dann habe ich ja dann wieder Schnitte, die ich dann in der Rolle drin habe, und das ist ja alles gar nicht notwendig. Es lässt sich also auch wunderbar aufziehen und dann kann man die auch verarbeiten. Bei Isover wird empfohlen, die gegen die Wand zu rollen. Habe ich probiert, bin ich nicht der Freund. Das geht vielleicht bei geringen Dämmstärken, dass das sinnvoll ist, aber dann reißt hier oben immer die Haut auf und ist da in Fetzen. Also ich komme wesentlich besser damit klar, wenn ich die komplette Rolle ausrolle, und das sind ja hier 2,50 oder 2 Meter hier. Das ist ja bei den dicken Dämmstärken jetzt überhaupt keine lange Rolle. So, dann wird gemessen. Habe ich hier 51 und ich gebe 51. Oben haben wir auch 51 und ich gebe immer 1,5 Zentimeter zu. Muss ich sagen, warum? Isover schreibt ja auch 1 Zentimeter vor, aber man schneidet manchmal nicht ganz gerade und dann hat man hier Spalte, und ich finde, ein bisschen zusammengestauchte Wolle, dass man einen kleinen Tick an Dämmverlust hat, ist besser, als wenn man hier komplett offen hat, dann einen Schlitz hat. Deswegen gebe ich 1,5 zu und fahre da eigentlich auch ganz gut jetzt. Jetzt habe ich das Maß vergessen durchs Gequatsche. Also 51, also 52,5 gebe ich zu. So, ich mache mal hier, dass man das besser sieht. So. (52,5) messe ich mir aus. (52,5) Bei Isover sind ja auch die Markierungen hier, da kann man sie eigentlich schon ganz gut sehen, wenn man schief ist. Und dann schneide ich halt mit kurzen, schnellen Bewegungen. Schneide ich durch den Dämmstoff und zum Schluss kippe ich das so ein bisschen an. Schneide das nochmal nach. Und da hat man eigentlich keine Probleme. Hier hinten bin ich nicht ganz exakt gekommen. Na gut.
So, beim Einlegen setzt man es hier unten auf, geht an der einen Seite rein und schiebt dann die andere Seite nach. So. Wie gesagt, ich habe jetzt dadurch, dass ich eben ein Tickchen mehr zugegeben habe, habe ich eben hier diese kleinen Falten. Das ideale Bild wäre eben komplett glatt alles. Aber das Risiko gehe ich ein. Nicht, dass ich dann hinterher eben wirklich, dadurch, dass ich eben so nicht ganz gerade Sparren habe, dass ich dann eben wirklich Löcher habe. Die will ich auf keinen Fall. So, dann geht es weiter hier. Lassen wir wieder aus. 49, also 51, 5, 51, 5, 51, 5, 50, 5. Dann wieder mein Brett drauf. Kann ich euch noch ein bisschen mehr zeigen. So. Draufgetreten und dann mit den kurzen, schnellen Bewegungen durchgeschnitten, bisschen nachgeschnitten, zack, durch. Jetzt habe ich da hinten diese Schräge, die ist 45 Grad. Schneide ich hier auch 45 Grad. Und die lege ich unten rein. Da ist ja dann ein Loch. So, und jetzt habe ich schon erzählt, ist es sehr schwierig, den kompletten Block da unten rein zu stopfen. Deswegen teile ich den nochmal. Bei 50 cm. Teile ich den nochmal, einfach deswegen, damit man ihn besser reinstopfen kann dort. Ne, weil die Bahn, die bremst das. Und deswegen knuddel ich den jetzt ein bisschen zusammen. Und kann ihn deswegen... Bei den kompletten Isolationsarbeiten habe ich mir natürlich eine Atemmaske aufgezogen. Die habe ich nur hier, damit ich erklären kann und reden kann, habe ich die natürlich abgesetzt. Also ohne Maske, da schadet man wirklich eher seiner Gesundheit. Und das ist ja das Letzte, was man gebrauchen kann. So, dadurch habe ich jetzt zwei kleine Stücken und das lässt sich wesentlich besser verarbeiten. Man sieht auch nicht viel, ne? Man sieht nur meine rückwärtige Ansicht und vom Arbeiten kaum was. So, und dann kann ich das zweite kleine Stück
Ich hatte mich dazu entschieden, eine 35er Dämmung zu kaufen. Bei 240 mm Dämmstärke ist das, denke ich, mehr als ausreichend, zumal ich ja zusätzlich noch eine 32er Untersparndämmung verbaut habe. So, das wäre es eigentlich. Und man sieht, es sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, diese Schritte, die wiederholen sich jetzt die ganze Zeit, bis das komplette Dach gedämmt ist. Das werde ich jetzt natürlich nicht zeigen. Ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen hilfreich sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.